Der Monster Association War Arc ist jetzt endlich vorbei. Kapitel 170 dient jetzt als kleiner Epilog des Arcs und beendet den Arc damit auch final. Es wird also weitaus chilliger als die letzten Male, voller Kämpfe und so weiter. Dennoch passiert jetzt hier in diesem Kapitel auch vieles, worüber ich sprechen möchte. Das eine verwirrt mich und das andere, tja, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das finden soll. Aber genug gelabert. Springen wir sofort rein. Das Kapitel startet mit einem Timeskip von wenigen Wochen. Garo jetzt wieder in seiner menschlichen Form, erläutert mal wieder seinen Masterplan. Die Menschheit braucht das ultimative Böse und bla bla bla. Er erzählt das Ganze aber nicht irgendwem, sondern tatsächlich der Polizei. Wir dürfen nämlich auch logischerweise nicht vergessen, dass Garo für einen Haufen Verletzte darum geht's gar nicht. Er ist nicht bei der Polizei, weil er die Helden fast getötet hat und dabei geholfen hat, Z-Stadt zu zerstören. Nein, er ist jetzt bei der Polizei, weil er in Kapitel 87 sein Essen nicht bezahlt hat. Aber eigentlich hat er daher schon seine Strafe bekommen. Also ein bisschen verwirrend. Bang hat ihn jetzt wieder unter seine Fittiche genommen, denn Garos Eltern sind nicht einmal jetzt bei der Verhandlung irgendwie aufgetaucht. Bang ist für Garo nun mal einfach wie so eine Vaterfigur, Uropa-Figur. Denn ähnlich wie im Webcomic hat Bang seinen alten Schüler wenige Tage nach dem, was in Kapitel 169 dann passiert ist, unter dem Wasserfall im Tal des letzten Trainingsgrundes aufgespürt. Garo scheint jetzt irgendwie wesensverändert zu sein, habe ich das Gefühl. Er ist jetzt auf einmal relativ nett, vielleicht ist mit Gotts Einfluss auch gleichzeitig ein bisschen seiner bösen Seite verschwunden. Garo meint aber jetzt dazu, dass er nur zum alten Knacker zurückgekommen ist, damit er seine Faust wieder erlernen kann. Damit meint er natürlich die Godslayer Fist, denn Saitama hat nicht nur seine göttliche Kraft, sondern auch Garos komplette Erinnerung an seine ganzen Techniken aus seinem Kopf rausgeballert. Doch viel wichtiger für Garo ist natürlich das hässliche Kind geworden. Denn das hässliche Kind hat sich durch alles, was passiert ist und auch durch Garo natürlich stark verändert. Er wird jetzt zwar immer noch verbrüllt und gemobbt, aber er weiß sich jetzt zu verteidigen. Und zwar mit der Haltung und Technik von Garo, die er sich damals abgelehnt hat, als er jetzt zum Beispiel gegen Royal Ripper gekämpft hat. Bevor es jetzt aber weiter eskaliert, kommt nämlich das reiche Kind an. Denn Tari und er sind durch alles, was jetzt passiert ist, sehr gute Freunde geworden und jetzt gibt er ein bisschen vor den dummen Kindern an. Zurück bei Garo und Bang will Garo jetzt nochmal gerne gegen seine ganzen Heldengegner kämpfen, diesmal aber als Freundschaftsduell. Er erwähnt auch, gegen wen er zuvor gekämpft hat, gegen den alten Sack, gegen den anderen alten Sack, Flashy Flash, Saitama und natürlich auch Blast. Und daran ist jetzt wirklich viel verwirrend, das zu mich kurz erklären. Warum bitte kann sich Garo an den Kampf gegen Bomb erinnern? Dort war er doch wegen seiner Monsterisation benommen und vor allem auch bewusstlos. Und noch viel, viel wichtiger, gegen Blast? Er hat in dieser Zeitlinie jetzt doch nie gegen Blast wirklich gekämpft. Ich bin ein bisschen verwirrt. Habt ihr eine Idee? Schreibt es gerne in die Kommentare. Meiner Meinung nach gibt es dafür wirklich jetzt nur zwei logische Erklärungen. Zum einen, One hat irgendwie verkackt, das glaube ich aber nicht. Oder das ist ein kleiner Hint darauf, dass Garo jetzt noch einiges aus der anderen Zeitlinie sich wirklich noch dran erinnern kann. Das fände ich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht kommen da noch Saitamas Gedanken wieder rüber. Merkwürdig ist es auf jeden Fall allemal, dass das jetzt einfach so casual reingeworfen wurde. Die Szene wechselt jetzt rüber zur Heldenvereinigung. Sekkengar und Sitch unterhalten sich gerade über einen Brief, die sie von Silverfang bekommen haben. Es wird nämlich jetzt revealed, Bang geht jetzt in den Ruhestand und legt seine Heldentätigkeit nieder. Und jetzt kommt's, Garo soll sein Nachfolger werden. Eine 520-Grad-Drehung, die Garo hier mal wieder verführt. Garo wird also jetzt ein Held. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Sonderlich altruistisch wird er natürlich niemals sein. Ein Anti-Held kommt da eher ran, aber ich weiß nicht. Mir stößt das jetzt schon ein bisschen sauer auf, dass Garo schon wieder seine Seitensprünge jetzt von lieb zu böse irgendwie macht. Ich weiß nicht. Und verständlicherweise denkt Sid ganz ähnlich und ist auch voreingenommen, wenn es darum geht, jetzt Garo wirklich als Held aufzunehmen. Die anderen Helden, die er ja übrigens schon verkloppt hat und einem den Arm ausgerissen hat, werden das auch nicht so dufte finden. Doch ein sehr, sehr starkes Argument ist, Sid will jetzt unbedingt viele Leute, die kämpfen können, versammeln. Denn die Prophezeiung, die wird sich in den nächsten Monaten erfüllen und darauf müssen sie mit aller Kraft gewappnet sein. Egal ob Rowdy oder nicht, Garo wäre jetzt wirklich ein starker Verbündeter und der Einzige, der wirklich Silverfangs Rückzug aufwiegen könnte. Bang an der anderen Seite versucht jetzt wirklich alles, um Garo zu rehabilitieren oder ein bisschen zu verstören. Er will jetzt auch mit ihm was trinken gehen und ein paar Mädels klären, wahrscheinlich im Altenheim. Und er kann sogar Garo einen Namen entlocken von einer Frau, die er sehr beneidet und gut findet. Eine Frau aus einer Fernsehshow, die lustigerweise auch Bang kennt. Und jetzt quatschen beide darüber, als wären sie wirklich Vater und verstörter Uropa und verstörter Enkel. Und endlich sind wir jetzt auch wieder zurück bei Saitama und wir sehen jetzt, dass Genos wieder komplett repariert wurde und das alles offscreen. Sein neues Upgrade jetzt wird wahrscheinlich noch stärker sein als das letzte und wir sehen auch, das sieht richtig deftig cool aus und es ist wirklich rot, das sehen wir ja auf der Coverpage. Beide suchen jetzt nämlich den Strand von Z-Stadt nach übergebliebenen Habseligkeiten von Saitama ab, doch finden sie statt irgendwas Wichtigem, wie zum Beispiel einer Gaming-Konsole, nur Muscheln und Geröll hier vor. Doch ohne dass sie es mitbekommen, lauert jetzt schon wieder irgendetwas hinter ihnen auf. Ende des Kapitels. Aber noch nicht so ganz, denn die letzte Seite, Leute, ja, die zeigt dann noch das hier. One Punch Man Staffel 3 ist in Produktion. Checkt dem bezüglich auf jeden Fall meine Videos aus, vor allem das eine 7-minütige und die sind alle oben verlinkt.
Ich bin wirklich, also ich bin hin und weg. Und ja, das war ein recht angenehmes Kapitel, ein bisschen chillig auch. Das nächste Kapitel, also One Punch Man Kapitel 171, mit dem Start des neuen Arcs, kommt dann erst in knapp einem Monat raus. Murata gönnt sich mal wieder eine 4-wöchige Auszeit, das hat er auch verdient. Wie gesagt, bin ich jetzt auch wieder ein bisschen überrascht, wie stark sich Garos Charakter wirklich wieder wandelt. Gefallen tut mir das noch nicht so ganz. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann One Punch sehr gerne den Like-Button oder abonniert auch gerne meinen Kanal, um nichts weiter bezüglich One Punch Man zu verpassen. Das war's aber jetzt von meiner Seite und auf Wiedersehen. Tschüss.